Mein Name ist Sarah Wick. Wir sind hier im Digitalisierungszentrum der Zürcher Zentralbibliothek. Mein Name ist Peter Moerkerk, ich bin Leiter im Digitalisierungszentrum. Was sind die wichtigsten Ziele Ihrer aktuellen Digitalisierungsprojekte? Wir haben parallel 4 verschiedene Projekte laufen. Eine ist Kataloganreicherung, wo wir alle Neuzugänge der Bibliothek digitalisieren und als durchsuchbares PDF zur Verfügung stellen. Ein anderes ist Book on Demand, E-Book on Demand. Benutzer dürfen aus unserem Katalog Bücher bestellen von vor 1900, die wir dann als PDF zurückschicken. Das ist ein europaweites Projekt. Das größte Unternehmen in unserer Bibliothek zurzeit ist ein Projekt, das heißt Digitour, wobei Tour für Tourissentia steht. Alles, was in Beziehung steht zur Zürcher Geschichte und Kultur, sowohl von Stadt als auch vom Kanton. Und da haben unsere Leiter der Spezialsammlung mit ihren Mitarbeitern einen Haufen an Material zusammengestellt, ausgesucht, Bestände zusammengesucht, die diese Geschichte repräsentativ darstellen und für die breite Bevölkerung, für die breite Öffentlichkeit gratis online zur Verfügung stellen, in einer hohen Qualität. Diese Plattformen, die wir benutzen, um das zu publizieren, die heißen e-rara und e-manuscripta. Zurzeit sind auf e-rara, ein Unternehmen, das wir übrigens gemeinsam gestartet haben mit 4, 5 anderen Bibliotheken in der Schweiz, Basel, Bern, Genf, ETH, sind mehr als 28.000 Titel vorhanden. Die Plattform Manuscripta, e-manuscripta, diese Plattform haben wir für 1,5 Jahre selber angefangen, initiiert zusammen mit der ETH und mit Basel, und da sind, wenn ich es richtig habe, im Moment 15.000 Dokumente. Digitour, das Projekt, was hier im Haus im Moment etwa 35 Leute beschäftigt, bei mir in der Abteilung alleine schon 6 neue Mitarbeiter, in der grafischen Sammlung 11 Bibliothekare, in der alten Drucker Bibliothekare, in der Bestandserhaltung mehr Leute, zum Bücher vorbereiten, reinigen und beurteilen auf Möglichkeiten für die Digitalisierung. Digitour hat eine Laufzeit von ca. 5 Jahren. Das war eine der Anforderungen vom Lotteriefonds. Der Lotteriefonds hat uns unterstützt mit einer sehr großzügigen Spende von fast 10 Millionen Franken. Für diese 10 Millionen Franken bieten wir dann nach Ablauf sehr viel. Und ich kann hier ein paar Zahlen nennen. Es sind, wenn ich so aus dem Kopf richtig habe, etwa 106.000 grafische Blätter und Fotografien, ca. 5.000 Karten, Panoramakarten, Manuskriptkarten, 130.000 Seiten Musikalien, fast 8 Millionen Seiten gedruckte Bücher, 1 Million Seiten Zeitungen, und da habe ich bestimmt noch irgendwas vergessen. Jawohl, da kommen Sie, die 70.000 Seiten handschriftliches Material. Und aus dieser Verschiedenheit von Materialien können Sie sich vielleicht schon raten, dass das logistisch ein Riesenproblem ist. Genau. Was sind dann diese logistischen Herausforderungen jetzt für die Bibliothek? Das Material am richtigen Zeit, am richtigen Ort zu transportieren. Also wir haben hier einen richtigen Scannerpark von fast 17 Scanner, von Kleinbild, Negativ bis Doppel A0 Ölbilder, Manuskriptkarten oder Panoramakarten, die bis 6, 7 Meter lang sein können. All diese Materialien rechtzeitig zu uns zu bringen und für uns dann all diese Abteilungen rechtzeitig mit genügend Material zu beliefern, damit die neu angestellten Leute beschäftigt sind, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und man kann sagen, das war auch am Anfang unsere härteste Herausforderung. Jetzt nach fast mehr als einem Jahr kann man sagen, ist die Maschine geölt. Es läuft jetzt gut, wir haben genug Material zum Abarbeiten. Die Abteilungen bekommen von uns genug Digitalisate geliefert. Was machen die mit unseren Digitalisaten? Die werden zum Teil strukturiert in den Plattformen. Das heißt, Sie haben eine Bibel von 1500 Seiten, da möchten Sie nicht durchblättern, bis Sie dieser Kapitel gefunden haben. Das wird strukturiert, das heißt, Sie können von Kapitel zu Kapitel springen. Sie wissen, wo das Vorwort ist, Sie wissen auch, wo ein Impressum ist. Sehr viel Information wird für Sie angeboten. Diese Digitalisatoren werden als gratis downloadbares PDF zur Verfügung gestellt, in einer hohen Qualität. Das Motto von unserem Digitalisierungszentrum ist Masse mit Klasse. Das zählt auch. Es geht uns nicht in erster Instanz um die Menge, das ist sehr wichtig. Wir machen auch richtig Menge, aber es muss gut sein.
Farblich muss es gut sein, inhaltlich, es muss komplett sein. Wir kontrollieren alle unsere Digitalisate auf Vollständigkeit, ob sie farblich gut sind, ob sie in der Schärfe gut sind. Also das ist uns sehr wichtig, dass es auch nachhaltig benutzt werden kann, dass Forscher nicht zu uns kommen und sagen, ja, jetzt haben Sie mir das Buch digitalisiert, aber die 20 Seiten fehlen. Oder die ausklappbaren Karten haben Sie nicht ausgeklappt, die haben Sie zugelassen. Nein, uns ist eigentlich keine Mühe zu groß, um es zu erfüllen. Was sind dann die technischen Herausforderungen damit Sie diese Klasse erreichen? Die richtigen Geräte auszuwählen. Wir haben schon eine 12-jährige Geschichte hier in der Digitalisierung. Das klingt kurz, aber es ist recht eigentlich schon eine lange Zeit. Vor 12 Jahren haben wir angefangen mit Digitalisierung. Wir hatten schon eine Auswahl an Maschinen. Jetzt bei diesen Mengen ist es natürlich wichtig, Maschinen zu haben, die diese Mengen auch bewältigen können. Wir hatten früher immer gute Scanner, jetzt haben wir bessere Scanner, die genauso gut sind in der Qualität, aber schneller. Das ist Fortschritt. Also wir schauen immer wieder, was gibt es für Möglichkeiten. Es macht einen Unterschied, ob ein Scanner 1 Minute braucht oder 10 Sekunden. Das war eins. Und dann verschiedenste Scanner zur Verfügung zu haben. Ein Scanner, der das kleinste Buch, das wir haben, das sind etwa 1,8 cm, scannen kann. Oder unsere größte Panoramakarte, die 7 Meter lang ist oder 8 Meter. Da haben wir eine riesen Auswahl an Geräten, auch nach Öffnungswinkel. Unsere Bestandeserhaltung schreibt uns vor, welche Öffnungswinkel wir einsetzen dürfen. Und wir haben einen Scanner von 30, circa so, auf 60, auf 90, auf 130 und auf 180 Grad. Wir haben auch Maschinen, die mit Glas scannen, also wir haben Material, die darf man unter Glas leicht andrucken. Wir haben auch Material, illuminierte Handschriften, unter keine Bedingung darf das mit Glas in Berührung kommen, das springt das Gold ab. Für all diese Problemstellungen haben wir eine geeignete Maschine. Sehr gut. Und die nachhaltige Speicherung, was sind dort die Herausforderungen? Da muss ich sagen, wurden wir perfekt unterstützt von unserer IT. Es ist heute einfach in der Bibliothekswelt so, es gibt keine Projekte ohne IT-Beteiligung. Und auch in der Digitalisierung ist die IT gefordert. Bei uns war eine der Herausforderungen, müssen Sie sich vorstellen, wir haben 16 Scanner gleichzeitig. Wir scannen in 400 dpi, wir scannen direkt auf einem Server, da müssen die Leitungen all die Daten einfach mal abnehmen, mal absorbieren. Und da haben sie uns geholfen. Wir haben immer schnellere Ports bekommen, Switches bekommen, Gigabit-Leitungen bekommen. Wir haben am Anfang Scanner gekauft und dann müssten wir 20 Sekunden warten nach 20 Scans, weil der war noch beim Speichern. Jetzt ist das alles real-time, es wird gescannt, wir haben keine Bottlenecks mehr, es wird gesichert, es wird redundant gesichert, es wird mit größter Sorgfalt auf modernste Speichersysteme für uns bewahrt. Langzeitsicherung. Wir haben ein neues Rechenzentrum bauen können, hier unten im Keller, und da muss ich die IT großes Lob sagen. Das klappt perfekt. Es ist natürlich nichts tragischer, als 5 Jahre zu arbeiten und am Ende ist alles weg. Das ist ja eine Katastrophe. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, das wäre nicht gut. Nein, das wäre nicht gut. Vielen Dank. Bitte sehr. Wir haben noch eine weitere Expertin hier bei uns. Sie stellt sich gleich selber vor. Ich bin Madeleine Boxler, ich arbeite an der Zentralbibliothek Zürich als Fachreferentin für Germanistik und ich beschäftige mich auch mit Fragen der Digital Humanities und Forschungsdaten. Welche Visionen hat jetzt eine Bibliothek wie die Zentralbibliothek in Bezug auf die Verfügbarkeit der Digitalisate für die Digital Humanities? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir geeignete Metadaten zur Verfügung stellen. Im Moment ist es ja so, dass wir Bilddigitalisate haben, die man über den Bibliothekskatalog, aber auch über spezialisierte Plattformen wie eRara und eManuscripta finden kann. Und sie sind auch mit einem DOI versehen, also dauerhaft referenzierbar und so auch nutzbar in der Wissenschaft. Aber das genügt für die Anforderungen in den Wissenschaften längerfristig nicht. Ich denke, da müssen wir zusammen mit den Forschenden und auch abhängig von ihren Bedürfnissen in konkreten Projekten Lösungen finden, dass wir die Metadaten genauer anpassen können, dass wir eventuell auch die Daten direkt durchsuchbar machen, also dass wir Volltexte wirklich auch maschinenlesbar zur Verfügung stellen.
Hier ein Stichwort wäre das XML-Format und für die Texte natürlich auch, dass sie nach den Richtlinien der TEI strukturiert sein sollen. Also vor allem für die maschinelle Modellierung später, dann aber auch für die Langzeitarchivierung. Und hier könnte man sich vorstellen, Tools bereitzustellen auf den verschiedenen Plattformen, damit Handschriften transkribiert werden können zum Beispiel und dann eben im richtigen Format zur Verfügung stehen. Also diese Metadaten sind einerseits wichtig für die Bibliothek, aber es gibt auch andere Handlungsfelder von diesen Digitalisaten. Was können Sie da noch sagen? Genau. Die Handlungsfelder sehe ich für die Bibliothek vor allem darin, dass man einerseits die Digitalisate in der richtigen Form bereithält, aber es kann auch darüber hinausgehen. Man können auch beratend tätig sein, also wir können Wege weisen zu richtigen Plattformen, zu richtigen Infrastrukturen. Wir können bei den Daten selber dann auch eventuell Zusatzmaterial dazu generieren, indem wir Linked Open Data Technologien verwenden, mit Webressourcen verlinken und so zum Beispiel Annotationen oder Bibliografien zusätzlich bieten können. Dann, das wäre eben am Anfang quasi das Digitalisat. Es geht uns aber auch darum, den Prozess der Erarbeitung von Forschungsdaten insgesamt zu unterstützen, indem wir eben auch diesen Prozess begleiten und bei der Speicherung, auch bei der dauerhaften Speicherung, Unterstützung bieten. Also ein wichtiges Stichwort hier ist auch die Nachnutzbarkeit, die ja gewährleistet sein soll bei Forschungsdaten. Und ich denke, auch hier können Bibliotheken diesen Prozess begleiten.